German ist heute in Berlin und ich befinde mich gerade auf dem Alexanderplatz vor der Weltzeituhr und bin verabredet mit Kai Paul von Lexion Kai Paul. Er als echter Berliner wird mir heute ein bisschen den Osten der Stadt zeigen. Zuallererst will ich wissen, warum Weltzeituhr? Hallo! In der Jugend traf man sich mit einer jungen Dame aus dem anderen Bezirk an der Weltzeituhr, um dann halt ein Eis essen zu gehen oder ein Würstchen zu verspeisen. Außerdem war es früher so, wir konnten ja nicht weit reisen, als es noch DDR war. Und da war es hier, konnte man immer wenigstens hingucken, wie spät es in Montreal, Guatemala Stadt und Panama ist und man aber sowieso nicht hin darf. Aber es fand man so, man war ja so in der Nähe dann so ein bisschen. Das heißt, auch unser Ausflug heute wird sich auch eher so in den Osten Berlins verlagern. Ich denke mal, da werde ich mir was ausdenken, was dir vielleicht nicht erst gefällt, aber danach wirst du dich freuen. Bevor Paul das Geheimnis jedoch lüftet, gönnen wir uns noch schnell eine Wurst bei einem Grillrunner. Wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Zum Fernsehturm? Ach so. Wir haben ja auch ein Lied gemacht über den Fernsehturm zum Beispiel. Ein Lied über den Fernsehturm? Ja. Kennst du das nicht? Der Fernsehturm hat Ohren? Du kennst es. Also ich schenke dir jetzt was. Feinste Fußballschuhe. Fußball! Ja. Aber ich bin richtig schlecht, ne? Das ist geil. Weil ich nämlich in einer Fußballmannschaft bin namens Sparta Lichtenberg. Das ist für mich noch so eine Art, so ein kleines Funken, ganz echtes Berlin, weil da wird noch Icke, Ditte, Kicke mal, also genauso geredet, wie es im Berliner Gesetzbuch steht, weißt du? Und da musst du hin, musst heute mal 1,5 Stunden mittrainieren und danach kannst du ja sagen, ob du dann doch vielleicht eine Fußballkarriere machen willst oder vielleicht doch weiter Moderateurin bleibst. Bis zum Abend sammle ich nochmal all meine Kräfte und mache mich dann mit Paula auf den Weg nach Lichtenberg. Wir fahren gerade durch Friedrichshain. Ja. Und du wohnst hier und bist hier auch groß geworden oder in welchem Teil von Berlin bist du groß Nee, eigentlich groß geworden bin ich in Hohenschönhausen. Das ist noch weiter draußen. Und geboren in Lichtenberg. Und dann war ich überall mal gewohnt, aber jetzt wohne ich in Friedrichshain. Ist Berlin ein guter Standort für Musik? Das ist ein Schmelztiegel für alle möglichen Leute. Also da treffen sich, alle kommen ja her. Im Endeffekt sind so viele Musiker in der Stadt, manchmal vielleicht auch fast zu viel. Triffst du den, der kann singen, triffst du den, der kann mischen, triffst du den, der kann Trompete spielen. Wenn Leute hierher kommen, Musiker, die mit einem musizieren, ist auch für uns gut. Brauchst du nicht zu denen zu fahren. Ich sehe auch schon das Flutlicht. Ja. Ich glaube, wir sind da. Ah, da steht der Name. Sponsorenpartner des SV Sparta Lichtenberg. Und der Kollege Kalkbrenner auch. Das kannst du dich mal schön vorstellen. Okay. Hallo, guten Tag. Ich bin Claire. Micha. Ist das okay, wenn ich heute mit euch mittrainiere? Ich kann aber nicht so gut Fußball spielen, also eher so gar nicht. Das kriegst du geschenkt, wenn du gut spielst. Ja, wahrscheinlich musst ihr dann wieder zurückgeben. Okay. Na gut, dann zieh mal Zieh dich erstmal um und dann gucken wir mal weiter. Stulpen auch noch. Stutzen. Stutzen. So viel geballtes Testosteron und ich mittendrin. Na, was das wohl wird? Nach dem ersten Beschnuppern werde ich von den Spartanern aber akzeptiert und sogar die Übungen bekommen plötzlich mädchenrelevante Namen. Man nennt es auch Häschen in der Mitte. Der erste Ball ist immer frei, okay. Ich bin wahrscheinlich eh die ganze Zeit drin, ne? Ja. Wie war ich? Müssen wir mal die anderen fragen, aber ich finde, du hast dich eigentlich ganz gut geschlagen. Ja? Also du hast dir das Trikot verdient. Ja? Fürs erste Mal. Vielen Komm. Hast du Spaß gehabt ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Und dafür haben wir uns jeden ein Bulettchen oder eine kleine Soljanka verdient. Schöne Bulettchen? Bulettchen nachher Ja. im Vereinsheim. Besten Bulettchens in Lichtenberg. Kannst du dich erinnern, die Kappe?
Paul, erstes Heimspiel für Sparta. War ziemlich genial. Da war mein Vater noch zugucken. Er hat gesagt, beim Warmmachen, oh, der sieht aber ein bisschen grobmotorisch aus, sagt er noch. Und er hatte so gedacht zu mir, na, ob der was ist. Und dann macht er das erste Heimspiel für Sparta und macht bei 3 Tore. Deswegen die 3 Sterne. Dann haben die Jungs mir geschenkt. Also als Zum Geburtstag. Mal auf seine Geburtstagsfeier einladen und da hat er sich echt gefreut, wa? Ja. Das war, da da hat er so viel Glück in den Augen, da brauchst du kein Geld, wa? Aber so eine Krabbe reicht. Das reicht vollkommen. Von Lichtenberg geht's ins benachbarte Friedrichshain im Pauls Lieblingsrestaurant, die Butterhandlung. Das ist Mello, das ist Claire. Hallo. Willkommen in der Butterhandlung. Ja. Das ist hier der Typ, ist der Man of the Butterhandlung, der macht das hier und ganz feiner Laden, ganz feiner Typ. Butterhandlung. Warum Butterhandlung? Butterhandlung, die Idee kam eigentlich nur daraus, weil es früher mal eine war. 1908, für 5 Jahre lang. Und der Name klang einfach lecker und wir wollten dann daraus auch was Leckeres machen. Und ihr habt eine wechselnde Tageskarte, oder? Ja, genau. Quasi hinter dir. Das ist die ganz große. Auch für die, die nicht so gut sehen können, schreiben was dran. Und nebenan ist noch eine Bar und die gehört hier mit dazu. Ja, genau. Okay. Da findet immer Live-Musik statt. Ja. Entweder mit der Hausband, wo ich dann auch zugehöre. Ist wie so eine Familie, eigentlich so, die von der Band machen hier irgendwas mit, dann spielen sie drüben und das finde ich halt, fühle ich mich, ich bin ja auch Musikant, da fühle ich mich, genau, da fühlt man sich sehr wohl hier und also ich bin halt, ist ja in meinem Kiez, ich wohne ja nicht weit weg und dann sitzt man hier, trinkt ein Weinchen, feine Speise mit Mello und danach kann man noch ein bisschen Mucke hören. Sitting in the morning sun, I'm just sitting when the evening comes, watching the ships go in, and I watch them roll away again. Oh, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll. Paul, das war so ein geiler Tag mit dir. Ich bin wirklich, wirklich glücklich, dass wir das zusammen gemacht haben. Ja, hat Spaß gemacht, hat einen schönen Tag. Kommen jederzeit gerne wieder, machen wir wieder einen schönen Tag. Ja, lass dich nochmal drücken. Ja. Tschüss, Ärmchen. So, in der Butterhandlung ist jetzt Feierabend und auch bei mir ist Feierabend. Das war mein ereignisreicher Tag mit Kai Paul. Wir waren auf dem Alexanderplatz, haben eine Wurst gegessen. Dann waren wir bei Sparta Lichtenberg. Dann waren wir in der Butterhandlung und dann waren wir noch in der Bar Bobu und haben eine Live-Performance vom Feinsten erlebt. Auch jedem sehr zu empfehlen. Und ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, liebes Germanes Zuschauervolk.